Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch ja bei dem Video zur Arctic Cobra versprochen, dass ich euch noch die Variante mit GPS zeigen werde. Und das ist heute der Fall. Und zwar habe ich dieses Mal die grüne Version der Cobra hier von Yuxiang für euch. Natürlich mit GPS und natürlich auch wieder RTF, hier bei Yuxiang wieder in einem schicken Alukoffer. Da die Fernsteuerung und die Funktionen ja hier wieder komplett identisch sind wie bei allen Yuxiang Hubschraubern mit GPS, werde ich euch hier in diesem Video zwar den Part mit der Fernsteuerung und den Funktionen nochmal zeigen, aber dann anhand der MD500, denn das muss ich ja jetzt alles nicht nochmal neu filmen. Aber ich zeige euch natürlich auch hier wieder, was alles bei der Cobra mitgeliefert wird und auch die Cobra natürlich im Detail. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! Ja, hier haben wir wieder den schicken Alukoffer von Yuxiang. Den machen wir mal auf und haben als erstes natürlich wieder die Bedienungsanleitung. Hier wieder auf Chinesisch und Englisch. Dann haben wir als nächstes eine Tüte. Hier drin befindet sich das USB-Ladekabel, etwas Werkzeug, die beiden Ersatz-Hauptrotorblätter und ein Ersatz-Heckpropeller. Dann haben wir noch eine weitere Tüte mit dem Scale-Zubehör, wie die Raketen, die Raketenwerfer und das MG. Dann haben wir als nächstes in meinem Fall zwei LiPo-Akkus im Hardcase. Hier wieder mit Zeitlock-Anschluss, einem USB-C-Anschluss zum Laden, den einen Ausschalter, der auch gleichzeitig den Akkustatus über die 4 LEDs anzeigen kann und auch wieder einen 5-Volt-Anschluss für eine Lampe und natürlich auch die beiden Befestigungsklipse. Dann haben wir natürlich auch wieder die 2,4 GHz Fernsteuerung mit dabei, mit den beiden komplett federbelasteten Steuersticks. Die zeige ich euch gleich natürlich nochmal etwas genauer. Und last but not least natürlich wieder die schicke kleine Cobra AH1, hier in einem mattgrün. Und die zeige ich euch als nächstes wieder etwas näher im Detail. Ja, hier haben wir jetzt auch mal die grüne Cobra mit GPS komplett vor uns. Natürlich habe ich hier auch wieder die Raketenwerfer und MGs schon mal angebracht. Die werden ja auch hier wieder nur in die Stummelflügel eingesteckt. Ansonsten haben wir hier exakt die gleiche Optik, bis auf die Farbe natürlich, wie bei der Arctic Cobra ohne GPS. Hier mal im direkten Vergleich nebeneinander. Deswegen brauche ich hier eigentlich auch gar nicht so stark auf die Optik eingehen. Ich werde euch gleich ja sowieso nochmal ein paar Drehtelleraufnahmen zeigen. Aber wir haben hier natürlich auch wieder eine richtig coole Optik mit vielen Nieten und auch mit den ganzen Blechstößen hier überall. Das sieht richtig cool aus. Und auch sonst sind hier wieder sehr viele kleine Details verbaut worden. Auch vorne haben wir wieder die MG, die wir händisch bewegen können. Und auch das Radarmodul vorne können wir noch mit der Hand leicht bewegen. Auch die grüne Version hat wieder ein Maul mit Zähnen und die beiden Augen vorne aufgedruckt. Und auch die übrige Lackierung ist hier wieder sehr gut aufgetragen worden. Wir haben hier ein leicht mattiertes Dunkelgrün mit ein paar gelben Applikationen drauf. Auch die Decals sind hier alle wieder sehr sauber angebracht worden. Auch die Mechanik ist natürlich identisch zur Cobra ohne GPS. Auch hier haben wir wieder einen Brushless-Motor verbaut, der die Hauptrotorwelle direkt antreibt. Und auch am Heck haben wir ebenfalls einen Brushless-Motor, der den Heckpropeller antreibt. Auch hier besteht die Taumelscheibe teilweise aus Kunststoff und teilweise aus Aluminium. Einen kleinen Unterschied haben wir allerdings am Rotorkopf. Der besteht nämlich hier bei dieser Version jetzt komplett aus Aluminium und die Rotorwelle besteht ja sowieso aus Metall. Auch hier wird die Taumelscheibe natürlich wieder über 3 kleine Mikroservos im 120-Grad-Winkel angesteuert und die Rotorblätter sind auch hier wieder komplett schwarz und haben am Ende diese weißen Blattspitzen. Die Beleuchtung ist ebenfalls die gleiche wie bei der anderen Version. Auch hier haben wir links und rechts die grüne und rote Positionsbeleuchtung. Oben haben wir noch eine rote LED hinter der Taumelscheibe. Ganz hinten auf dem Leitwerk haben wir ebenfalls noch eine rote LED. Und auch hier haben wir im Turbinenauslass noch eine kleine LED verbaut. Die obligatorische Status-LED hier oben am Turbinendom ist natürlich bei der GPS-Variante auch wieder vorhanden. Die ganze Technik inklusive GPS-Modul befindet sich hinter der Cockpitscheibe, die hier wieder leicht getönt ausgeführt wurde, sodass man nicht so ganz direkt auf die Technik gucken kann. Wer da mal ran muss, kann durch Lösen der 4 kleinen Schrauben die Cockpitkanzel öffnen und kommt somit dann an die Technik ran. Die Unterseite der Cobra ist ebenfalls identisch zur Nicht-GPS-Version. Diese besitzt nämlich hier ebenfalls einen LiDAR-Sensor und einen optischen Höhensensor und hier vorne kommt auch wieder der Hardcase-Akku rein. Ich denke mal, das muss ich jetzt nicht unbedingt wieder zeigen. Nur als kleiner Hinweis wieder, dass man hier auf jeden Fall darauf achten sollte, dass die beiden Klipse wirklich eingerastet sind. Sonst besteht die Gefahr, dass der Akku im Flug rausfallen kann. Die Cobra hat einen Rotorkreisdurchmesser von ca. 375 mm, eine Länge von ca. 430 mm, ein Abfluggewicht von ca. 315 Gramm und eine Flugzeit von ungefähr 10 bis 12 Minuten. Ja, ich denke, zur Optik und zur Technik wäre jetzt alles wieder gesagt und ich würde sagen, ich zeige euch als nächstes nochmal ein paar schöne Drehtelleraufnahmen.
Ja, wir haben hier eine 2,4 GHz 8-Kanal-Fernsteuerung aus Kunststoff, diesmal mit einer Dualantenne, die man auch immer vor dem Fliegen ausklappen sollte. Die Fernsteuerung hat eine gute Größe und liegt auch gut in der Hand. Die Knüppelaggregate bestehen hier ebenfalls aus Kunststoff und die Knüppel selber aus Aluminium. Beide Knüppel sind wegen der GPS-Funktion hier auch wieder in allen Achsen federbelastet. Hier oben mittig sitzt der Powerknopf. Wenn wir den ca. 2 Sekunden gedrückt halten, geht die Fernsteuerung an. Unten haben wir ein großes LCD-Display. Hier werden alle wichtigen Infos angezeigt. Unter anderem auch ein paar Telemetriedaten wie Flughöhe, Fluggeschwindigkeit und Flugrichtung. Und natürlich auch die Flugmodi und die GPS-Satelliten. Und auch die Akkuanzeige für Fernsteuerung und Heli bekommen wir hier angezeigt. Neben dem Display auf der rechten Seite haben wir noch einen Knopf für die automatische Landung. Dann haben wir rechts unten noch einen Knopf, das ist dann für die FPV-Fliegerei, da können wir dann Fotos und Videoaufnahmen mit starten. Links neben dem Display haben wir unten noch einen Knopf zum Umstellen der Dual Rate bzw. der Taumelscheibenausschläge. Da gibt es dann einmal Low für geringere Ausschläge und High für etwas höhere Ausschläge. Und darüber haben wir noch einen Knopf, um den Steuermod umzustellen. Hier haben wir dann die Wahl zwischen Mode 1 und Mode 2. In der Mitte unter dem Powerknopf gibt es auch noch eine Aufhängeöse für eine Nackengurt. Die Trimknöpfe haben hier diesmal keine Funktion. Dann haben wir oben noch 4 Schalter. Und zwar ganz rechts einen 3-Stufen-Schalter. Hier haben wir in der oberen Stellung den Optical Flow Mode. Das heißt, hier fliegt der Heli mit Unterstützung des optischen Höhensensors und hält dadurch automatisch die Höhe, ist aber nicht GPS unterstützt. In diesem Mode leuchtet dann auch die Status-LED hier oben am Heli rot. In der Mittelstellung haben wir dann den GPS-Mode. Hier fliegt der Heli dann komplett mit GPS-Unterstützung. Das heißt, er hält natürlich dadurch auch wieder die Höhe automatisch und bleibt auch in der Luft stehen, wenn man alle Sticks loslässt. Also der perfekte Mode eigentlich für die Einsteiger. Im GPS-Modus leuchtet dann die Status-LED am Heli grün. Und in der hinteren Stellung leiten wir dann die Return-to-Home-Funktion ein. Natürlich wird die Return-to-Home-Funktion auch automatisch eingeleitet, wenn der Akku im Heli zur Neige geht. Links daneben haben wir dann noch einen 2-Stufen-Schalter. Das ist der Motorausschalter. Wenn der Schalter in der hinteren Stellung steht, ist der Motor gesperrt und kann nicht angeschaltet werden. Das würde ich aus Sicherheitsgründen auch immer empfehlen. Und wenn wir fliegen möchten, muss der Schalter in die obere Stellung, damit der Motor dann entsperrt ist und angeschaltet werden kann. Auf der linken Seite haben wir dann noch einen 2-stufigen Flugmode-Schalter. In der vorderen Autostellung wird dann entweder der Optical Flow Mode oder der GPS Mode verwendet, je nachdem was eingestellt ist. Und in der hinteren Stellung im Manual Mode können wir dann den Heli ganz ohne Höhensensor und GPS fliegen. Hier driftet der Heli dann auch weiter, wenn wir die Sticks loslassen, ist aber natürlich über den Gyro noch weiter stabilisiert. Ganz links haben wir dann als letztes noch einen VIP-Schalter, mit dem wir im aktivierten Auto- und GPS-Modus 2 autonome Flugfiguren fliegen können. Und zu guter Letzt haben wir auf der Rückseite noch das Batteriefach. Hier passen 4 AA-Batterien rein. Einen Griff haben wir an der Fernsteuerung leider nicht. Vor dem allerersten Flug sollte man auch unbedingt den Kompass einmal kalibrieren, da es sonst sein könnte, dass das GPS nicht vernünftig arbeiten kann. Dazu müssen wir natürlich die Fernsteuerung einschalten und in den GPS-Modus stellen. Dann machen wir natürlich auch den Heli an und stellen ihn wieder auf eine ebene Fläche. Die Status-LED blinkt gelb. Wenn die Status-LED grün blinkt, ist er fertig initialisiert und wir können jetzt bei Steuermode 2 den linken Stick nach unten außen und den rechten Stick nach oben außen bewegen. So kommen wir in den Kalibrierungsmodus für den Kompass. Jetzt blinkt die Status-LED schnell gelb und wir müssen den Heli horizontal um die Rotorachse drehen, bis die LED schnell grün blinkt. Jetzt müssen wir den Heli senkrecht halten und ebenfalls um die eigene Achse drehen, bis die LED wieder langsam grün blinkt, wenn noch GPS-Satelliten gesucht werden oder dauerhaft grün blinkt, falls schon vorher Satelliten gefunden wurden. Zum Kalibrieren des Gyros den Heli ebenfalls wieder auf eine gerade Fläche stellen. Bei Mode 2 den linken Stick nach oben links und den rechten Stick nach unten rechts legen. Dann blinkt die Status-LED kurz mehrmals. Danach leuchtet die LED wieder entsprechend dem eingestellten Flugmod. Den Rückenflug können wir einleiten, indem wir im GPS-Modus fliegen und eine Höhe von mindestens 8 Meter haben. Dann können wir durch Drücken der Mode-Taste die Rückenflugfunktion aktivieren und dann zum Beispiel mit dem Rollknüppel nach rechts den Heli automatisch auf den Rücken legen. Er wird dann direkt wieder stabilisiert, denn er bleibt ja weiterhin im GPS-Modus. Und was alle Anfänger freuen wird, es bleiben alle Steuerfunktionen so wie in der Normalfluglage, also muss man nicht umdenken beim Rückenfliegen. Mit der gleichen Prozedur können wir den Heli dann oberhalb der Mindestflughöhe auch wieder in die Normalfluglage zurückbringen.
Am Ende natürlich noch ein kleines Fazit. Optisch würde ich sagen, gibt es glaube ich gerade nicht wirklich viel Schöneres und detaillierteres im Einsteigersegment der kleinen RC-Hubschrauber. Welche Lackierung jetzt schöner ist, muss natürlich jeder selber entscheiden. Ich finde irgendwie beide ganz cool. Die GPS-Version gibt es natürlich auch in beiden Farben, einmal in der weißen und einmal in der grünen Version. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Favoriten unten in die Kommentare schreiben und ob ihr lieber die mit GPS oder lieber die ohne GPS haben wolltet. Fliegerisch muss ich sagen, fliegt die Cobra auch wieder sehr stabil und ruhig und dank GPS ist sie natürlich auch für Anfänger ganz gut geeignet. Was ich festgestellt habe, dass die Cobra im GPS-Modus erstaunlicherweise sogar agiler geflogen ist und nicht, wie man denken kann, im ATTI-Modus oder im freien Modus. Aber für Anfänger ist das eigentlich ja auch ganz gut. Nur richtig sportliches Fliegen kann man damit jetzt nicht so gut, geht aber eigentlich und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß mit der Cobra zu fliegen. Den Rückenflug habe ich natürlich auch ausprobiert, auch wenn ich den für Scale Heelys jetzt eigentlich eher unnötig finde, aber funktioniert einwandfrei. Die Steuerung bleibt auch für die Anfänger gleich wie beim Normalflug, das heißt, ihr müsst beim Rückenfliegen nicht umdenken. Wichtig wäre auch hier nochmal zu erwähnen, dass man auf jeden Fall darauf achten muss, dass die Akkus richtig eingeklipst sind. Also nicht einfach nur reindrücken, sondern auch gucken, dass die beiden Hebel eingerastet sind, damit auch der Akku im Flug nicht rausfallen kann. Ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt eigentlich schon mit dem Video. Lasst mir gerne wie immer ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir sehr gerne mal unten eure Meinung zur Cobra unten in die Kommentare. Abo und Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.